Hallo, alle Mixed Reality Liebhaber, Immersionsliebende und Freunde der VR. Ich bin Sushio und heute ist ein kleines Paket bei mir angekommen und zwar die MetaQuest 3. Ja, und die werden wir mal zusammen auspacken und dann gucken wir uns mal an, was alles so in dem Paket ist. Ich wechsle gerade noch die Kamera und dann geht es direkt weiter. So, da sind wir wieder und zwar jetzt in der oberen Ansicht. Und wir können das Ganze mal entpacken. Ja, was haben wir hier? Also wir sehen das Paket MetaQuest 3, Abbildung, die MetaQuest, 2 Controller dabei, 512 GB Variante. Und laut Beschreibung soll der Inhalt sein das Headset, dann eine Headset-Einlage, die 2 Controller, noch Handgelenkschlaufen, Netzteil, Ladekabel und 2 AA-Batterien. Ja, dann gucken wir mal, wie wir das Ganze aufkriegen. Und wir sehen hier auf jeden Fall schon mal einen Pfeil. Da sollen wir das Ganze aufziehen. Dann machen wir das Ganze doch schon mal so. Den weg. Packen wir mal zur Seite. Hier haben wir das Ganze im Pendant. Auch da gehen wir mal kurz hin und ziehen das Ganze weg. So. Und wenn jetzt alles gut läuft, das entsorgen wir schon mal, dann können wir sie irgendwie hier rausschieben. Ja, es funktioniert. Wir kriegen das Cover ab. So, ja, auch da sehen wir wieder MetaQuest 3, steht drauf. Und dann denken wir auch mal, dass das drin ist. Tada! Ja, wir sehen eine kleine Bebilderung und wir können auch hier sehen, dass wir einen QR-Code haben, womit wir das Ganze scannen können. Wahrscheinlich kriegen wir dann damit die Anleitung und die App. Ja, dann haben wir das Headset. Die 2 Controller sehen wir, auch die Schlaufen. Dann heben wir mal das Headset raus. Okay, da ist es. So schaut es aus. Wir haben vorne die Kameras, das Gasket, hier sehen wir ein paar Klebespuren. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Okay, ist natürlich nicht so schön. Ansonsten optisch, ja, ist wie man es gewöhnt ist. Wir ziehen mal hier die Schlaufe raus. Okay, jetzt haben wir das Strap komplett. Das wussten wir ja alle schon, dass das Strap nur so ein wie soll ich sagen, aus einem Plastik-Stoffgemisch das Ganze ist. Und ja, wie man hört, soll es auch jetzt nicht so bequem sein. Hier ist die Verarbeitung und da haben wir auch wieder Kleber. Das ist natürlich könnte besser sein. Da haben wir noch die Kamera, den Power-Button. Auf der Seite haben wir dann einen Klinkenanschluss. Da sieht man die Lautsprecher. Und auch auf der Unterseite, da haben wir auch nochmal Lautsprecher. Und hier haben wir die Ladepunkte. Ja, das ist dann der erste Eindruck, den wir von der Quest kriegen. Wir haben dann hier, sehen wir die Linsen, da ist noch eine Schutzfolie drauf. Und es steht nochmal drauf, nicht direkt im Sonnenlicht aussetzen. Das sollten wir ja nie. Die Folien ziehen wir mal ab. So. Dann haben wir hier unten noch das Rädchen, was ja für die Einstellung vom IPD ist. Und ja, das wäre dann das Headset. Den Müll packen wir auch mal wieder weg. So, jetzt haben wir die Controller. Also echt klein, überraschend klein. Liegen ganz gut in der Hand, haben auch ordentlich Gewicht. Also ich mag das, wenn sie nicht so leicht aus so dünnem Material bestehen, dass man meint, man würde sie gleich kaputt drücken. Also das ist schon richtig gut.
Gut, mir werden jetzt noch solche Straps hier drüber fehlen. Das werde ich mir dann im Zubehör noch dazu holen, weil das bin ich gewohnt bisher und das möchte ich auch eigentlich nicht mehr missen. Ja, ganz schick das Ganze. Hier haben wir den anderen. Natürlich identisch. Und ich denke, damit kann man schon ganz gut spielen. Ja, das wären dann also unsere Controller. Ich ziehe auch schon mal die Laschen von den Batterien raus. Kann ich die einfach rausziehen? Ja. Wunderbar. Eine Lasche. Tipp. Die nächste Lasche. So, jetzt sind die schon mal an. Auch das zur Seite. Und dann haben wir hier noch ein kleines Schächtelchen. Was werden wir da drin finden? Wahrscheinlich dann das Ladekabel. Ja, man schiebt es. Genau, so ist es. Da haben wir dann den Netzadapter und passend mit 2 USB-C-Anschlüssen versehenes Ladekabel. Ja, schön klein. Da ziehe ich schon mal die Schutzfolie ab. Ich weiß, viele lassen immer Schutzfolien noch lange dran. Ich mag das nie besonders. Also bei mir kommt das immer direkt ab. So, also Netzadapter und passendes Kabel dafür, USB-C. Dann habe ich hier noch, da haben wir es, eine Betriebsanleitung und wahrscheinlich den Garantiezettel mit der, wo dann die ganzen Sicherheits- und Warnungen drin stehen. Ja. Gut. In sämtlichen Sprachen vorhanden. Was haben wir dann hier noch? Welcome. Also das wird wahrscheinlich genau der Quick Starter sozusagen sein. Wie man was macht. Ziehe die Batteriestreifen raus als erstes. Oh, haben wir schon gemacht. Halte den Power-Knopf für 2 Sekunden gedrückt. Das haben wir noch nicht gemacht. Richte das Strap aus. Dann, wo ich es überall einstellen kann. Dann erklärt, was die einzelnen Komponenten alle sind. Mal gucken, ob ich das eben auch richtig auf die Reihe gekriegt habe. Hinteres Band für Kopfhalterung, ja klar. Obere Größeneinsteller, auch klar. 3 Umgebungslichtsensor, also den haben wir dann hier vorne sitzen. Die Audiobuchse, die haben wir eben auch schon gefunden. Und die Headset-Einlagen, auch die haben wir schon gefunden. Das gute Stück. Mit den Kleberesten. Entschuldigung, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. So, kabellose Kontakt zum Laden, ja, haben wir eben auch gefunden. Auf der Rückseite, da waren sie. Kabellose Kontakt zum Laden. Ein- und Ausschalter. Den haben wir ja hier an der Seite gehabt. Wo war er? Da. Ja, genau, der war's. Und dann Lautstärkenregelung ist die 8. Also hier kann ich dann die Lautstärke regeln. Und 9, wie wir gesagt haben, IPD für die Linsenabstände zu regulieren. So. Und Tasten zur Tiefeneinstellung. Wo? Hä? Ah, okay, ja, alles klar. Das ist die, wo ich das nach vorne und nach hinten machen kann. Also wo ich dann praktisch den Abstandshalter nicht mehr brauche. Oder zumindest in dem Fall den nicht mehr brauchen sollte. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Hier habe ich die Knöpfe, weil wir wissen ja schon durch einige Reviews, dass ich hier den Abstandshalter habe. Und sonst, wir kennen es von anderen Headsets und dass zum Beispiel hier ein Rahmen vor das Gadget gesetzt wird und ich damit dann einen größeren Abstand kriege für die Brillenträger. Jetzt habe ich da so für Knöpfe, wo das hier
an der Seite, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, einrastet. Oder auf der Seite, da. Und dann kann man die Tiefe des Gaskets einstellen. So, haben wir noch irgendwas vergessen? Nein. Gut, die Controller sind die normalen Tasten, die wir alle kennen bei den Controllern. Da ist nichts Neues. Der Menü-Button, X, Y und hier haben wir dann A und B und die Meter-Taste. Also alles beim Alten geblieben. Ja, also das ist alles dabei, wenn man das ganze gute Stück macht. Hier wird nochmal erklärt, wie man dann die Batterien wechselt, wie man den Linsenabstand regelt und wie man es halt an- und ausschaltet, wie die Handgesten sind und was die einzelnen Lämpchen bedeuten, wenn sie dann an sind. Und dass wir natürlich dann die passende App dafür brauchen, um das Ganze dann einzurichten. Ja, das sollte es jetzt im ersten Step schon mal gewesen sein. Also das erwartet euch, wenn ihr die Meta 3 empfangt. Das ist alles im Paket drin. Und als nächstes werde ich sie dann einrichten, aber das werden wir in einem weiteren Video sehen. Alles klar, macht's gut, ciao, ciao.